können Sie dieses Spiel lösen? Man spielt allein oder zu zweit auf einem Spielfeld aus einer unendlich langen Reihe von Feldern. Die Felder sind in dieser Darstellung die Schnittpunkte der Linien. Zu Beginn des Spiels befinden sich 3 schwarze Steine links und 3 weiße Steine rechts. Ziel des Spiels ist es, die Steine vollständig zu durchmischen. Am Ende müssen sich weiße und schwarze Steine abwechseln bzw. schwarze und weiße. Welche Farbe dabei links liegt, ist egal. Die Steine müssen dabei wieder eine Kette ohne Lücken bilden. Wo auf dem Spielfeld sich die Kette befindet, ist ebenfalls egal. Ein Zug besteht darin, 2 beliebige, aber nebeneinander liegende Steine zu nehmen und auf 2 freie, nebeneinander liegende Felder zu bewegen. Wo die beiden Steine lagen, bleibt eine Lücke aus 2 Feldern zurück. Die anderen Steine werden während eines Zuges nicht bewegt. Man kann auch 2 nebeneinander liegende verschiedenfarbige Steine aufnehmen und bewegen. Die Reihenfolge der beiden aufgenommenen Steine bleibt dabei erhalten. Entfernt man Schwarz-Weiß, wird Schwarz-Weiß eingesetzt. Entfernt man Weiß-Schwarz, wird Weiß-Schwarz eingesetzt. Als Beispiel zeigen wir, wie der Fall von 3 Steinen jeder Farbe gelöst werden kann. Man nimmt die beiden hinteren Steine nach vorne und bewegt dann Steine 2 und 3 nach hinten. Man bewegt mit dem dritten Zug die Steine nach vorne und mit dem 4. Zug ist man fertig. Am Beispiel wird deutlich, dass man das Spiel alleine spielen kann. Nun zum eigentlichen Spiel. Löse den Fall von 4 Steinen in 4 Zügen. 4 schwarze Steine liegen links, 4 weiße Steine liegen rechts. Sie müssen in eine vollständig durchmischte Kette gebracht werden. Darüber hinaus löse den Fall von 3 Steinen jeder Farbe in 3 Zügen. Dieser Fall ist tatsächlich schwieriger als der von 4 Steinen. Danach löse den Fall von 5 Steinen in 5 Zügen. Löse den Fall von 6 Steinen in 6 Zügen. Löse den Fall von 7 Steinen in 7 Zügen. Löse den Fall von 8 Steinen in 8 Zügen und so weiter. Und zuletzt die eigentliche Aufgabe. Beweise, dass sich der allgemeine Fall von n Steinen jeder Farbe in genau n Zügen lösen lässt. Zur Lösung. 4 Steine jeder Farbe. Man bewegt die beiden vorletzten weißen Steine nach links und füllt die Kette mit diesen 2 wieder auf. In die entstandene Lücke bewegt man die Steine 2 und 3 und ist mit dem 4. Zug fertig. Im Fall von 3 Steinen hat man nur 3 Züge. Man bewegt zunächst 2 weiße nach vorne und dann Steine 2 und 3 noch weiter nach vorne. In die entstandene Lücke bewegt man die hinteren Steine und ist tatsächlich in 3 Zügen fertig. n = 5. Man beginnt wie im Fall von 4 Steinen. Die vorletzten beiden weißen werden nach ganz links geholt. Die Kette wird hinten mit 2 schwarzen aufgefüllt. Und dann bewegt man schwarz-weiß nach vorne. In die entstandene Lücke bewegt man die Steine 2 und 3. Und im letzten Zug bewegt man die hinteren nach vorne und ist fertig. Mit dieser Information wird nun der Fall n = 6 sehr interessant. Es bildet sich ein Muster aus. Man beginnt wieder mit den beiden vorletzten Steinen, dann Züge 2, 3, 4. Außen bildet sich eine Struktur aus, die aus dem Fall n = 4 und 5 bekannt ist. In 2 weiteren Zügen kann diese Struktur gelöst werden. In den folgenden Fällen wird immer auf diese Technik zurückgegriffen. Der Fall n = 7 zeigt dies auf. Züge 1 und 2 schaffen diese Struktur. Wir konzentrieren uns auf den mittleren Bereich. Man bewegt 2 weiße und 2 weitere Paare. In der Mitte entsteht eine Teilkette aus Weiß-Schwarz, die aber nicht weiter stört. Die letzten beiden Züge lösen das Problem. Alle weiteren Fälle lassen sich mit genau diesem Vorgehen lösen. Wir zeigen dies noch anhand des Beispiels n = 8. Die ersten beiden Züge
schaffen diese bekannte Struktur. Der mittlere Bereich ist der Fall n gleich 4, deren Lösung nach 4 Zügen eine Teilkette aus Weiß-Schwarz war. Auch hier wird sie nicht weiter stören. Die letzten beiden Züge lösen den Fall n gleich 8. Wir gehen die allgemeine Lösung mit dem Induktionsverfahren an. Lösungen bis zum Fall n gleich 7 haben wir gesehen. Wir nehmen also an, eine Lösung existiert für den Fall n und zeigen den Fall n plus 4. Damit der Beweis für alle Anzahlen gilt, ab 3, war es wichtig, die Fälle n gleich 4, 5, 6 und n gleich 7 zu zeigen. Der Fall n gleich 3 war ein Sonderfall gewesen. Für den Induktionsschritt liegt also eine Kette aus n schwarzen und n weißen Steinen vor, die links von 4 weiteren schwarzen und rechts von 4 weiteren weißen Steinen flankiert wird. Die neue Aufgabe ist auf beiden Seiten 4 Steine länger. Die ersten 2 Züge schaffen die bekannte Struktur und in der Mitte lässt sich der Fall n nun in genau n Zügen lösen. Dabei verschiebt sich die Lücke nach hinten. In den letzten beiden Zügen wird der Rest gelöst. Der Induktionsschritt zeigt, dass bei diesen Spielregeln eine beliebig lange Kette von schwarzen und weißen Steinen so umsortiert werden kann. Mit Dank für das Interesse.